Diesmal werde ich euch 2 Weihnachtsdeko-Ideen mit Gläsern zeigen und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das erste Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 17 cm und hat im oberen Bereich einen Durchmesser von ca. 15 cm. Ja, und an dieses Glas werde ich jetzt erst einmal hier unten ein Gummiband befestigen. Und an dieses Gummiband befestige ich jetzt wiederum wilden Wein aus meinem Garten. Ihr könnt alternativ aber auch Efeu nehmen oder zum Beispiel die Ranken einer Clematis. Ich stecke das jetzt hier erst einmal unter das Gummiband, also den wilden Wein. Jetzt muss ich nur gleich mal gucken, was davon ist noch biegsam und was nicht. Deswegen lasse ich jetzt dieses dickere Ende vom wilden Wein erst einmal hinausschauen. Das kann man nachher alles immer noch abschneiden und wickel das jetzt hier mal drumherum. Dann hat man es ein bisschen einfacher mit dem drumherum wickeln. Man könnte jetzt auch im Vornherein schon mal so einen kleinen Kranz aus dem wilden Wein formen, aber ich finde es so einfach ein bisschen einfacher. Ich versuche das jetzt auch mal hier so ein bisschen drunter zu schieben, unter dem bereits dran gewickelten wilden Wein. Aber man merkt schon, der wilde Wein wird jetzt so allmählich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu hart zum Einarbeiten, ne? Allmählich wird es Zeit, dass der letzten Endes verarbeitet wird. So, jetzt justiere ich mir das Ganze. Jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Bindedraht zur Hilfe, wenn ich jetzt wüsste, wo ich meinen angefangenen hingeräumt habe. Da. Und befestige das jetzt stellenweise mit Bindedraht, damit das nicht so extrem immer auseinander geht. Aber nur so ein bisschen. Alte Drahtschere brauche ich jetzt allerdings auch noch. Ich fange jetzt schon damit an, das hier ein bisschen zu verzwirbeln mit dem Bindedraht. Wo ist die alte Drahtschere? Da. Zack. Schneiden wir mal eben ab. Die Enden von dem wilden Wein, wollte ich jetzt schon sagen, von dem Bindedraht mache ich jetzt so nach innen, dass man das nachher nicht sieht. So, das hier können wir jetzt abschneiden. Ist wirklich nicht mehr so gut biegsam. Jetzt kann man sein Glas auch mal umdrehen. Und dann nehme ich mir jetzt mal den nächsten wilden Wein hinzu. So, wo ist hier der Anfang? Hier. Steck den unter den bereits dran gewickelten wilden Wein und gehe hier mal wieder drumherum. Und das mache ich dann so lange, ja, bis ich eine ausreichende Fülle erreicht habe. Ich würde jetzt allerdings auch darauf achten, dass das so einigermaßen überall gleichmäßig wird mit dem wilden Wein. Das Grundgerüst mit dem wilden Wein habe ich jetzt soweit fertig und dann werde ich als nächstes Wacholder einarbeiten. Den muss ich auch noch stellenweise zurechtschneiden. Den platziere ich dann einfach mal so zwischen den Zweigen und arbeite da halt, ja, so nach Gefühl, sage ich jetzt mal einfach. Und dann habe ich hier noch Reste von einem Projekt mit Wachsblumen. Werde ich mir einfach dann auch zurechtschneiden. Da muss man mal gucken, was da jetzt noch von brauchbar ist oder wäre. Und stecke das auch einfach nur so dazwischen hinein. Oder ich ziehe das auch einfach mal so darunter ein bisschen. Steckt das Ende dann wieder zwischen dem wilden Wein hinein. Ne, einfach mal so frei Schnauze arbeiten, wie wir hier sagen. Nun werde ich noch Hagebutten und ein paar Zapfen einarbeiten. Die Zapfen werde ich mit der Heißklebepistole befestigen und die Hagebutten stecke ich hier einfach so hinein. Wenn man möchte, kann man jetzt auch noch ein paar Kugeln einarbeiten. Theoretisch gesehen könnte man die jetzt auch einfach mit der Heißklebepistole befestigen, hat aber den Nachteil, wenn man das Ganze irgendwann mal abbaut, ja, dann ist die Geschichte so ein bisschen mühselig. Oder man wickelt hier an die Kugeln etwas Draht dran, lässt den so hinausschauen und steckt die dann einfach so hinein. Aber da das jetzt schon ganz gut von alleine hält, werde ich die Kugeln hier einfach nur so, ja, ich sag mal, drauflegen. Jetzt muss ich nur noch meine Kerze platzieren und dann bin ich mit diesem Glas soweit fertig. So, du kannst jetzt erst einmal beiseite und dann komme ich jetzt mal direkt zum nächsten Glas. Das ist ein 1 Kilo Nutella-Glas gewesen und dieses Glas wird jetzt befüllt werden. Leider habe ich jetzt nur eine Lichterkette für den Außenbereich, deshalb ist hier dieses riesen Batteriefach dran. Die hat jetzt eine Länge von 2 Metern. Ihr könnt aber auch eine Lichterkette nehmen, die nur, wie heißt es, 1 Meter lang ist.
Dann werde ich jetzt halt mal als erstes die Lichterkette da einarbeiten, unten im Glas. Ja, jetzt ist die natürlich so ein bisschen verwurstelt, also die Lichterkette. Muss ich mal eben auseinanderfriemeln. So, wie schon bereits erwähnt, werde ich jetzt mal als erstes die Lichterkette schon mal unten am Glasboden platzieren. Ja, und dann habe ich verschiedenes Material zum Auffüllen des Glases. Das ist hier getrocknetes Islandmoos. Das stammt noch von 2020 von einer Weihnachtsdeko mit Ästen. Lärchenzapfen. Das sind hier, wie heißt das? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Kugeldisteln. Die stammen aus meinem Garten, sind auch mittlerweile getrocknet. So, was habe ich hier noch? Einen Lärchenzweig. Kiefernzapfen, Rosmarin aus meinem Garten mit einem Lärchenzapfen, der blüht momentan, auch ein bisschen seltsam. Und dann habe ich mir überlegt, noch diese Sterne damit einzufüllen und ich habe hier noch irgendwo so Zapfen, muss ich mal gleich noch dazu holen. Ach ja, und vielleicht auch diese Zypresse kommt auch noch zum Einsatz, aber die Zapfen, wo habe ich die jetzt hingelegt? Ach, da hinten, ich sehe sie schon. Das sind diese Zapfen, die ich meinte und ich habe hier auch noch Rispenhortensien aus dem Jahr 2020. Die habe ich einfach mit Silberspray eingesprüht. Ja, und wie gesagt, Lichterkette jetzt als erstes mal hinein. Dann werde ich mal ein bisschen Islandmoos da unten hineinschmeißen, schon im Prinzip. Dann kommt jetzt mal ein Lärchenzapfen hinzu. Ne, dann einfach jetzt so nach Gefühl arbeiten. Dann solltet ihr allmählich dann auch schon mal den Rosmarinzweig platzieren. Ihr könnt natürlich auch Tannengrün nehmen. Und dann nicht vergessen, die Lichterkette da auch immer mal mit einzuarbeiten. Bleibt jetzt nur abzuwarten, ob meine Lichterkette überhaupt angeht. Ich habe nämlich total vergessen, die vorher zu überprüfen, aber ich bin jetzt mal guter Dinge und ja, Gott sei Dank, sie geht an. Ja, sieht auch auf jeden Fall total niedlich aus, dieses Nutella-Glas. Also ich finde auch diese angesprühten Rispenhortensien total klasse und ich werde mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!